Hallo, mein Name ist Andreas Heidegger. Das bedeutet, heute ist Transformation Time, heute ist Freitag. Ich darf begrüßen Birgit. Hallo. Und Sonja. Hallo, Sonja kennt ihr ja aus unseren vorherigen Transformationen. Und Birgit ist schon Kundin von uns. Die Birgit kommt nämlich aus Sachsen-Anhalt. Das ist ja nicht gerade um die Ecke. Und Birgit hat sich bereit erklärt, nachdem sie so zufrieden war, sie will euch mal zeigen, wie sie jetzt aussieht, und ihr werdet nachher sehen, wie sie später aussieht. Birgit, zeig mal ganz kurz deine Haarsituation. Ihr seht, nicht nur Männer haben eine androgenetische Alopezie, auch Frauen haben das. Also, lasst euch überraschen. Ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, es wird eine Mega-Transformation. Also dann, bis später. Ja, das war unsere heutige Freitagstransformation bei Birgit. Sonja, du hast einen sehr guten Job gemacht. Birgit, du siehst wie immer fabelhaft aus. Du bist ja schon ein Profi. Du hast ja schon Haarsysteme von uns. Wie fühlst du dich heute? Ganz toll. Also ich habe im Spiegel gesehen, dass die Haare toll aussehen. Das Make-up ist klasse. Prima. Dreh dich doch mal fürs Publikum ganz kurz. Ihr seht, wir haben super weiche, super Übergänge, schön kurz geschnitten und natürlich das Ganze nicht zu kompakt. Das ist halt ganz wichtig. Was haben wir bei Birgit gemacht? Birgit hat ja die androgenetische Alopezie. Wir haben ihre eigenen Haare gefärbt, die noch vorhanden sind. Leider sind die halt ein bisschen dünn. Durch die Farbe haben wir sie ein bisschen verdickt sozusagen. Dann haben wir ein kleines Make-up gemacht und dann das Haarsystem, wie ihr im Video verfolgt habt, haben wir ein Bonding-System gemacht. Das heißt, die Birgit hat das System eine Woche lang auf dem Kopf. Sie schläft damit, sie duscht damit, sie macht im Endeffekt alles das, was man mit Haaren macht. Ja, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, ich denke, es lässt sich nur sehen, es sieht wirklich sensationell fantastisch aus. Nochmal ein ganz dickes Lob an dich, Birgit, sei schon Sonja, entschuldige bitte. Dann lasst einen Daumen nach oben, vergesst unseren Instagram-Kanal nicht, unseren Facebook-Kanal, und wenn ihr irgendwas Besonderes sehen wollt, schreibt uns einfach einen Kommentar hinein und vergesst bitte die Glocke nicht. Also, tschüss, euer Andreas Heidegger.